Ho, ho, ho. Weiter geht der Grusel. Dranbleiben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grusel mit MadChris. Heute am Heiligabend-Marathon. Ja, ich habe für uns wieder eine Compilation von Top 5 rausgesucht. Ist ja ein Spitzenkanal mit Spitzen-Compilations. Deswegen schauen wir uns auch wieder eine an. Also, viel Spaß. Hier ist Top 5. Top 5. Was haben wir denn da? Die Top 5 der Geistererscheinungen, die uns Angst einjagen. Also, eigentlich steht da Shitless, aber scheißlos. Ich sag mal Angst einjagen. Also, auf geht's. Hier ist Top 5. The Humpty Doo poltergeist. In August 1997, Jim Somerville and her partner Dave Clark moved into a rental property at 19 McMinns Drive in Humpty Doo, a town located. Humpty Doo, ist ja eine geile Stadt. Wo wohnst du? Ja, ich wohne in Humpty Doo. In Humpty Doo. Okay, ja, okay. Also 1997 in Humpty Doo. Located near Darwin, in Australia's Northern Territory. Australien, okay. Everything Australien macht natürlich, ist ja klar, dass da die Städte so komisch heißen. was fine until January 1998, when Andrew and Christy Aggis, along with their nearly one-year-old daughter Jasmine, started sharing the property with them. Shortly after they moved in, strange things started happening. Also dafür, dass die Aufnahmen aus dem Jahre 1997 sind, muss ich sagen, ist die Bildqualität im Vergleich zu manchen anderen Aufnahmen, die wir hier sehen müssen, gut. Objects would be flung in the air by an unseen force, and terrifyingly, these objects appeared to be aimed at them. Glass bottles and even knives would fly through the air, and both couples felt like they were under attack. On one occasion, gravel and seashells rained down from the ceiling, and the entity tried to communicate by using scrabbled tiles to spell out words like fire, skin, help, car and Troy. Wow. Also die wurden dann da mit Glasscherben beworfen und Messer sind durch die Luft geflogen und wow, man hörte Stimmen und das ist wirklich Hilfe und solche Geschichten. The couples believe that this may be a reference to their good friend, Troy Radatz, who had died in a fire caused by a car accident just a few miles from the property. Ja, Could it be his vielleicht. untimely death was responsible for the rage? Over the course of a few weeks, the activity Weiß ich nicht, ob das damit zusammenhängt. Es kommt mir gewalttätig vor und böse. Ich glaube nicht, dass ihr Freund böse war. ramped up, and scratches could be heard from inside the walls, and appliances were destroyed. Things got so bad, the couple called in a local priest, Father Stephen D'Souza. Okay, also vorhin die Aufnahmen waren jetzt auch nicht von dieser Location, sondern so ein Stock. Einfach nur okay. He too experienced the violence when a knife was hurled at him from a kitchen counter, falling at his feet and narrowly missing him. Ui. Another priest was called, Sogar der Priester wurde angegriffen. who blessed the house and sprinkled holy water all around. Oh. And on one of his visits, the activity was so overwhelming, he left a crucifix, Bible, and some vials of holy water for the couples to use if they felt threatened. However, this only seemed to anger the poltergeist further, and it flung the crucifix around the house and threw the holy water containers against the wall. The media had also taken an interest in Das events. waren doch Bilder und das hier ist jetzt doch, also die Medien, ne, sind wohl darauf aufmerksam geworden. And in April 1998, Ja, news ja, ja. reporters entered the house with heat-seeking equipment to see for themselves the violent activity in the home. Oh. Take a look at what happened. Okay, dann ist es, glaube ich, auch kein Fake. Definitiv nicht. Dann war es auch kein Fake. Weil die Geschichte kann ja jeder erzählen, ne? Aber wenn da auch die Medien dabei waren und so. Brendan was also witness to a particularly violent incident. He was the So bekannt war das ist tatsächlich. Dann war das doch von denen da, okay. only person in the house when this happened. Whoa, what the? A live bullet ricocheted onto the carpet. In slow motion, it appears to have come from the ceiling, then bounced off the furniture. We taped it from 2 angles. Whoa, what the? Once again, no thermal fingerprints on it. Nothing that leads you to believe it was thrown by human. It's worth pointing out that this was a rental house, and the landlord wasn't too happy about the damage the entity was doing to his property, and believing the tenant to be
Wow. Wow. Also das heißt jetzt natürlich nicht nur, weil die Medien dabei waren und das gefilmt haben und so, dass es echt ist. Also es gibt auch solche Phänomene, die dann von Medien begleitet werden, wo sich dann am Ende trotzdem herausgestellt hat, dass es fake ist. Ohne dass die das erst bemerkt haben. Ne? Also das heißt es jetzt nicht. Aber trotzdem trägt das für mich ein bisschen zur Glaubwürdigkeit auch bei. Irresponsible, he tried to get them evicted. Ultimately, the attempt failed, but the couples moved out anyway, as they couldn't take any more. Das ist, glaube ich, besser, dass The sie landlord ausgezogen tidied up the property and relet it. Since then, there have been no public reports of any further paranormal activity. But perhaps the new tenants are simply dealing with it in their own way. Today, the events at Humpty Doo are regarded as one of the most significant supernatural occupations in Australian history. Okay. Interessant. Sehr interessant. Kitchen nightmares. Hm. Brad Pryor had been experiencing strange goings-on in his home for months. Things were moving, stuff was ending up on the floor, and doors appeared to open on their own. So he decided to set up a camera in his kitchen to see if he was going mad or something more sinister was going on. For weeks, nothing untoward happened until this next footage was captured in July 2016. To start with, you can see Brad leaving the kitchen, and he claims 40 minutes later, this is what happened. Take a look. Na, das haben wir sogar erst vor ein paar Monaten gesehen, ne? Ja, ja. Und gleich fliegen die ganzen Platzdeckchen auch vom Tisch. Ja, da geht viel vor. Wir hatten das Video aus einer anderen Position. Mehr mittig auf dem Tisch und mehr weiter hinten. Und da sind die Platzdeckchen halt da auch runtergeschoben worden. Aber da passiert so viel. Und da habe ich da schon gesagt, das ist eigentlich ist es authentisch. Weil der müsste ja jetzt da Dutzende von Fäden und Drähten und sowas da. Das ist unmöglich so zu machen. So is that a poltergeist, as Brad claims? Möglich, It certainly ja. seems like something is going on. The kitchen roll could possibly be explained if a window is open, but the ornaments and the frying pan are harder to fathom. The doors flying open, the chairs falling and the kitchen... Also da, egal was ich da jetzt gesehen habe, das kann ich alles nicht mit irgendwelchen Zugluftphänomenen in Verbindung bringen. Pencils flying across the room are all classic poltergeist violence, and that box falling out of the cupboards is off the scale creepy. What do you think? Real or fake? Ich habe, glaube ich, damals schon gesagt, dass das real ist. Ja. Das war auch ein anderer Clip, aber aus der gleichen Küche. The Ghost in Red. This next anomaly is a bit strange, and certainly out of place for the type of video. It appeared on the YouTube channel Haircut Harry, and was emailed to us by Hector, a Top Fires viewer. Firstly, thanks for the submission, Hector. The channel features unique barbershops around the world, showing customers getting haircuts and shaves. This one was filmed at Sweeney Ted's in Kuala Lumpur, Malaysia, and was uploaded on March 27, 2020. The skill of the barber is fascinating, but that is not what we're looking at today. Take a look at the footage, focusing on the window. Die ist rückwärts gegangen. Did you notice a woman in red walking backwards before disappearing? Wie geht das? Warum? Just for a bit of context, all the other people in the video captured walking past the window are walking forward and do not disappear at the second pane of glass. Take another look. Aber warum? Haha! Geil. So what's going on here? We checked the comments, but not many people seem to notice. I guess they were fixated on the haircut. So was there a ghost unintentionally captured in this video? Also entweder hat der Friseur das da in seinem Video so als Spaß angebaut, ob das jemand bemerkt, dass er einfach eine Freundin oder wen auch immer gesagt hat, hier komm, lauf du da mal an der Scheibe vorbei, aber rückwärts. Ja. Ob das jemandem auffällt? Oder es ist einfach jemand rückwärts gelaufen, aber es sah ja eigentlich eher so aus, als wenn die normal vorwärts läuft und die aber dann so ne, beim Rückspulen. Das ist schon mysteriös, muss ich sagen. Ne? Also wenn das wirklich nicht so war, dass er da jemandem gesagt hat, hier lauf mal da rückwärts lang, dann kann ich das auch nicht erklären.
Weil man läuft doch etwas, also jeder ist ja mal von uns rückwärts gelaufen, aus Spaß einfach nur, um uns auch mal auszuprobieren, um es zu machen. Und man läuft doch anders rückwärts als vorwärts. Also, ich weiß nicht, sieht das dann, wenn man es andersrum spielt und man läuft dann bei dem Rücklauf so gesehen vorwärts, sieht das dann genauso aus, als wenn man normal vorwärts gelaufen wäre? Ich weiß es gar nicht. Ist auf jeden Fall sehr mysteriös, ja. or some other explanation. Und der hat es damit ja jetzt auch in so eine Compilation geschafft, ne? Also Aufmerksamkeit hat er ja bekommen. What do you think? Leave us a comment below. Mysteriös. The Ghost Girl. Hm. Alice Martin had always thought there was something off in the flat that she lived in with her husband Tom and baby son Louis. The TV often turned on by itself, and her son would not settle at night and always ended up sleeping in his parents' bed. In 2020, during lockdown, Alice was scrolling through family snaps Wieder when im she Lockdown. spotted a strange shadowy guest looming in the background. She knew that the photo had been taken in her son's room and believed the apparition may be the presence that she had felt in the home. Take a good look at this. Mhm. Ich glaube, unten rechts vielleicht, dass da was um die Ecke guckt, an der Tür, oder wo meinen die? Alice believes the strange Da, shadowy ja, figure da. looked like a little girl with long hair. Ja, ich habe da auch erst hingesehen und dachte mir, ja, aber was ist aber eigentlich, Her face appeared defined and she das könnte aber auch einfach irgendwas anderes sein. Ich weiß ja nicht, was da hinten ist. Also, ob ich da jetzt ein kleines Mädchen rein interpretiere, nur weil das hier so, also ja, das könnten die Haare sein. Könnten. Aber es ist dann doch, da könnte auch einfach nur irgendwas anderes stehen oder sein. Ich weiß es nicht. was carrying something in her hands. Hä, wie kann man denn da so viel Alice, who was usually skeptical reininterpretieren? Also, das habe ich ja, dass die was in den Händen hält und so, also, of the paranormal, says she cannot explain this spooky weiß ich shape, nicht. as there was Komisch. no furniture or items hanging on the door at the Ja time. gut, wenn die das sagt, dass da nichts war. It spooked the entire family so much that they moved to a new flat, and their son now sleeps soundly in his own bedroom. What do you think's going on here? Also, was mir aufgefallen ist, vor allem wenn wir uns ältere Compilations angesehen haben oder ansehen, dass sehr viel aus der Lockdown-Zeit auch kommt. Ne? Sehr viel aus dem Jahr 2020. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder weil die Leute Langeweile hatten und auch einige Dinge einfach dann gefaked haben und sich gedacht haben, ich mache mal jetzt was Entertainment-mäßig Gruseliges und dann so Clips gedreht haben und die bei TikTok und so hochgeladen haben. Oder weil die Menschen einfach viel mehr zu Hause waren, haben sie einfach auch sehr viel mehr mitbekommen, was da so abgeht. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Es ist schon sehr faszinierend, wie hoch die Rate an Clips ist, die wir auch heute noch sehen und noch nicht kennen, aus dem Jahr 2020 und Anfang 2021. Ne? Die Zeit, in der es halt weltweit überall Lockdowns gab. Es ist sehr interessant. Und da war auch schon viel bei, wo ich gesagt habe, das ist gefaked. Also da gab es tatsächlich wahrscheinlich auch Leute, die das aus Langeweile gemacht haben, um sich zu beschäftigen. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich sehe ja auch die Clips hier als reines Entertainment an. Das habe ich ja schon oft genug gesagt. Auch wenn ich mich freuen würde, wenn da was echtes Paranormales ist. Our own experience. This is a very special one for you all, as we very rarely Ach, das ist von ihm nie, okay. talk about personal things on this channel. We wanted to end with an experience that we had after a family member passed away. In 2010, our much-loved great-grandma passed away at age 97. She had been a huge presence in all of our lives, and was such a character, we just thought she would live to at least 100. Christmas was her favourite time of year, and it was Christmas Day that the family last saw her alive. She passed away in the early hours of Boxing Day. Okay, seine Urgroßmutter, 97 Jahre, war halt auch ein sehr intensiver Teil der Familie. Sie mochte halt Weihnachten sehr gerne. However, Sie ist halt within gestorben. Weihnachten. days of her passing, the family could feel her presence everywhere. It was as if she wasn't fully gone. We could smell her perfume and sense she was still around.
Things got even stranger when photographs started being moved and things randomly fell over or switched off. But perhaps the strangest thing happened to her son, my grandpa. Nearly every day in her later years, he would visit her around 4 p.m. and take her favourite cream cake. After her passing, for about a month, his doorbell would ring at 4 p.m. But when he went to open it, there was never anyone there. Oh, okay. The water in their home would also inexplicably turn off at certain times of the day. Also alles Phänomene, ne? Es roch nach ihrem Parfum, alte Bilder haben sich verschoben. Der Großvater ist halt auch immer zu seiner Mutter, muss das ja dann gewesen sein, hin und hat der auch Essen gebracht oder gemacht und immer zur gleichen Uhrzeit. Da war sie ja dann verstorben, da war es ja dann halt nicht mehr. Dann hat es bei ihm an der Tür geklingelt, genau zu der Uhrzeit, da stand jemand vor, in dem Haus der Urgroßmutter. Da ging das Wasser an und aus und solche Geschichten. Es wirkt ja so, als wenn da noch auch ein gewisser Tagesablauf auch bei der toten Urgroßoma ist. Also, dass sie sich noch nicht so ganz losreißen konnte von dieser Welt. Das hinterfrage ich auch gar nicht, weil das kann auch alles gut sein. Ich habe selbst in meinem Leben solche Erfahrungen gemacht, gerade auch was Parfum riechen und so angeht, vom Verstorbenen, auch noch Jahre später, wo auch alles renoviert war und so, also wo man jetzt sagen kann, du, da kann nichts mehr danach riechen, nach dem Parfum. Und ja, das kann gut sein, ne? Something that would never usually happen. Another family member had a clown ornament on his mantelpiece that once belonged to my great-grandmother, and he would come home from work and find it turned around facing the wall. Every time it was moved back the next day, it was turned around again. These strange occurrences continued for several weeks until we all felt like she had actually gone. I can confirm that all of this is 100% true. We've heard many stories from people in the past saying similar things after a loved one is gone, and we'd love to know if you've ever experienced anything similar in the comment section below. Thanks. Ich glaube, dass gerade wenn das ein Familienmitglied da was sehr eng in der Familie eingebunden war, mit dem man immer sehr viel Kontakt hatte, wo auch emotional eine starke Bindung da war, dass halt dieses Loslassen nach dem Tod dann vielleicht auch der Seele schwerfällt und dass man dann halt noch ein bisschen bei den geliebten Menschen verweilt. Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ne? Keine gruselige Geschichte, finde ich jetzt, sondern eher etwas Schönes. Ja, das war eine gute und ruhige Compilation, wie ich fand. Ne? Fante ist gut, ja. Ich fand die Geschichte mit seiner Urgroßmutter am Ende eigentlich mit am besten in der ganzen Compilation. Weil es halt auch berührendes Thema halt auch ist, ne? Wenn Verwandte von jemandem sterben, von einem selbst. Und man dann auch solche Erfahrungen macht. Ne? Also das ist ja jetzt nichts Bedrohliches oder Böses, sondern wie ich gerade schon sagte, eigentlich etwas Schönes. Ne? Aber ist ja auch so eine Art Abschied, den man dann noch so ein bisschen hat. Ja, also, wenn euch die Compilation gut gefallen hat, genau wie mir, unten in der Beschreibung findet ihr wie immer alle Links zu der Compilation und auch zum Kanal von Top 5s. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich schon wieder. Also, bis gleich. In the dark of night, where the shadows dance, MadChris is awake, taking